Willkommen zurück zum zweiten Teil der trittinduzierten Schwingungsanalyse von Decken mit Sophistic nach CCIP. In Teil 1 hatten wir das Subsystem vorbereitet. Der zweite Schritt ist jetzt die Modalanalyse. Zunächst lösche ich diese drei Gruppen, die aus dem verwendeten Template stammen. Also hier noch die Stahlbetonstapelmessung und auch die Stahlbetonflächenbemessung. Wir beginnen mit der linearen Berechnung der Einzellastfälle. Hier sind die drei Lastfälle aufgeführt, die aus der Revit-Berechnung übergeben wurden. Also Lastfall 10 Eigenlast, Lastfall 11 ebenfalls Eigenlast resultierend aus einer ständigen Ausbaulast und Lastfall 20 Verkehrslast. Mit einem OK wird der Task gerechnet. Okay, jetzt müssen wir die Modalanalyse durchführen. Dazu lege ich hier eine neue Gruppe an und nenne sie entsprechend Modalanalyse. Und der Task, den wir hierfür benötigen, der heißt dynamische Eigenmoden. Da ist er hinzugefügt. Mit einem Doppelklick öffnen wir ihn. Jedes Tragwerk besitzt Schwingungseigenmoden und jede Mode ist durch eine zugehörige räumliche Verformungsform, eine Eigenfrequenz, eine modale Masse und eine modale Dämpfung gekennzeichnet. Eigenmoden sind die sozusagen bevorzugten Schwingungszustände eines Tragwerks, also die Muster, in denen es nach einer Stoßanregung schwingt. Im Leitfaden CCEP ist das recht anschaulich am Beispiel eines Einfeldträgers in der Abbildung 2.2 dargestellt. Wenn die Person hier in der Feldmitte einmal springt, entsteht eine derartige erste Eigenschwingungsform. Misst man nun die Auslenkungen hier in der Feldmitte und notiert sie über die Zeit, dann verläuft die Verschiebungsgeschichte sinusförmig. Die Amplitude nimmt infolge der Dämpfung aber mit der Zeit ab. Ja, Frequenz und Schwingungsform bleiben während des Abklingens aber unverändert. In Wirklichkeit besitzt ein Tragwerk aber nicht nur eine, sondern viele vertikale Eigenmoden. In der Abbildung 2.3 sind die ersten drei Moden dieses Einfeldträgers dargestellt. Und nun ist es so, dass eine Mode nicht angeregt werden kann, wenn die Kraft, also in unserem Fall die Person, an einer Stelle angreift, an der die Schwingungsform dieser Mode 0 ist. Beim Sprung in Feldmitte werden daher die erste und die dritte Mode angeregt, hier nicht jedoch die zweite. Würde die Person hier näher am Auflager springen, dann würden alle drei Moden angeregt werden. Allerdings würde die erste Mode beispielsweise hier weniger wirksam angeregt werden als durch einen Sprung in
Feldmitte. Gut, die Anzahl der zu berechnenden Eigenmoden stelle ich auf 15 ein, die Basisnummer des Ergebnislastfalls und die Berechnungsmethode, die lasse ich unverändert. Dann müssen wir uns jetzt hier als nächstes Gedanken zur Dämpfung und zur Steifigkeit machen. Voreingestellt sind Werte für alle Gruppen. Das möchte ich jetzt abändern für unsere Gruppen 10 und 20, also für unseren Flur- und Bürobereich. Also lege ich eine neue Zeile an und wähle die Gruppe 10. Das ist der Flurbereich. Das erste, wozu wir uns äußern müssen, ist die modale Dämpfung. Hier nochmal auf dieser Abbildung war ja zu erkennen, dass die Amplitude infolge der Dämpfung mit der Zeit abnimmt. Ja, welche Werte sind jetzt sinnvoll für die Dämpfung? Auch dazu hilft ein Blick in den CCIP. Im Anhang A in der Tabelle 2 findet man Dämpfungswerte für verschiedene Strukturen. Das fängt hier an mit 0,3 bis 0,5% für quasi nackte, geschweißte Stahlbrücken mit geringer oder keiner Ausstattung, geht dann hier über 1 bis 2% für freiliegende Stahlbetonböden und wir befinden uns hier bei Complete Reinforced Concrete Floors with Typical Fit Out, also fertiggestellten Stahlbetonböden mit typischer Ausstattung mit 2,2 bis 3,5% wieder. Also wähle ich hier mal 2,5%. Der nächste Punkt betrifft die Steifigkeit. Wir nehmen an, dass sich der Beton in einem gerissenen Zustand befindet. Ja, wie man eine gerissene Stahlbetondecke, also Verformung im Zustand 2 genau berechnet und bemisst, habe ich in der Video-Tutorial-Playliste Nummer 8 ausführlich erläutert. Hier an dieser Stelle reicht uns eine Abschätzung des gerissenen Zustands und dafür will ich die Schub- und Biegesteifigkeit pauschal oder auf pauschal 50% reduzieren und berücksichtigen. Das gleiche mache ich für die Gruppe 20, also unseren Bürobereich 2,5 und hier 50% und berücksichtigen. Okay, jetzt müssen wir noch mitteilen, welche Lasten in mitwirkende Massen konvertiert werden sollen. Hier wähle ich 100% der ständigen Ausbaulast und 30% der Verkehrslast aus und die Eingaben bestätige ich mit OK. Jetzt werden die Eigenmoden berechnet und ich kann sie mir im Viewer ansehen. Das ist die erste Eigenmod mit 9,84 Hertz. Die zweite ganz ähnlich. Dann geht das hier weiter. Schauen wir mal, die 10. sieht so aus mit 14,86 Hertz und die 20. haben wir hier mit 20,30 Hertz. Ja, der CCIP nennt zwei Typen von
Strukturen, und zwar niederfrequente Strukturen und hochfrequente Strukturen. Niederfrequente Strukturen sind durch Eigenfrequenzen von unter ungefähr 10 Hertz gekennzeichnet, während hochfrequente Strukturen eine niedrigste vertikale Eigenfrequenz von über 10,5 Hertz vorweisen. Und je nachdem, womit man es zu tun hat, sind auch entsprechend zwei verschiedene Verfahren anzuwenden. Für Strukturen mit Eigenfrequenzen von unter 10 Hertz, also die niederfrequenten Strukturen, soll die sogenannte Resonanzantwort untersucht werden. Für Strukturen mit Eigenfrequenzen von über 10,5 Hertz, also die hochfrequenten Strukturen, soll die sogenannte Impulsantwort verwendet werden. Falls nun eine Struktur wie bei uns hier vorliegend potenziell für Resonanz und Impulsantwort anfällig ist, sind beide Berechnungen durchzuführen. Die Abbildung 2.4 im CCEP stellt die beiden Antwortarten ganz gut dar. Man erkennt, dass sich die Antworten deutlich unterscheiden. Das Grüne hier ist eine Resonanzantwort. Hierbei baut sich die Schwingung über die Zeit immer mehr auf, sodass die Antwort nach mehreren Schritten deutlich größer ist als nach dem ersten. Bei der Impulsantwort in Blau hingegen tritt diese Zunahme nicht auf. Die Antwort ist von Schritt zu Schritt ähnlich. So, und woher kommt nun diese Abgrenzung bei den 10,5 Hertz? Die Analysen haben gezeigt, wenn eine Person mit einer Schrittfrequenz gehen kann, die ein ganzzahliger Teiler der Eigenfrequenz einer Mode ist, also das 1- bis 4-fache, dann sind Resonanzen, also das Grüne hier, möglich, die zu erhöhten Schwingungsniveaus führen. Bei einem Faktor von größer 4,2 hingegen ist keine ausgeprägte Resonanz mehr zu erwarten. Die Antwort nimmt mit zunehmender Eigenfrequenz im Allgemeinen ab. Ja, und da Schrittfrequenzen typischerweise zwischen 1,5 und 2 Hertz liegen, sind somit Strukturen mit Eigenfrequenzen zwischen 1,5 und etwa 10,5 Hertz, was also ungefähr 4,2 mal 2,5 ist, potenziell resonanzgefährdet. Daher sollten also Strukturen, deren vertikale Eigenfrequenzen weniger als das 4,2-fache der maximalen Schrittfrequenz betragen, mit der Resonanzmethode untersucht werden, während Strukturen, deren vertikale Eigenfrequenzen über diesem Bereich liegen, mit der Impulsmethode beurteilt werden sollen. Das Schöne ist, beide Methoden sind bei Sophistic implementiert, und wie das geht, sehen wir uns im nächsten Video an. Bis dann.